Hallo und herzlich willkommen in meinem Tiny Workshop. Heute machen wir ein bisschen Formbau. Ist der 5. Take. Ich habe so viel Mist gelabert in den anderen. Mal gucken, wie es jetzt wird. Also, wir machen heute Formbau. Es geht darum, dass ich für eine Kollegin Fundusmaterial von uns vervielfältige. Sie braucht das als Bondo-Transfers und als Silikonform. Ich habe zurzeit nur die Master Modes hier. Das heißt, ich muss mir den Silikonträger gießen aus den Formen. Aber ich habe von der Form hier, von der Modellage, habe ich nur dieses eine Exemplar. Sie hätte das gerne in Bondo und wir machen die Bondo-Teile eigentlich lieber aus der Form. Das heißt, wir werden die Form vervielfältigen. Damit jetzt sich niemand hinsetzen muss und das Ding nachmodellieren muss, werden wir einfach die komplette Form abformen. In der Art und Weise hier, dass wir praktisch einen Wall um die Form ziehen, gießen ein Schnellgießharz drauf. Hier ist ein Katzenhaar. Ich habe Katzen. Überall sind Katzenhaare. Ist ganz schlimm. Man sollte, wenn man sowas macht, keine Katzen haben. Aber die sind schon 17 Jahre alt. Die Entscheidung kam zu spät. Gut, wir werden die Form abformen in der Technik hier. Das heißt, wir ziehen uns um die Form rum einen Tonwall, gießen da einen Schnellgießharz drauf. Wenn es ausgärt ist, können wir es rausnehmen, nehmen die Form raus und haben dann das Negativ, wo die Modellage aber das Positiv ist. Und wenn wir das später mit Silikon aufgießen, erhalten wir wieder diese Form. Und dann können wir es so oft vervielfältigen, wie wir wollen. Wir können es in Fundus legen und das Ding ist für alle Zeiten gesaved. Das machen wir heute. So, ich hoffe, ihr findet es spannend. Wir sehen uns gleich. Irgendwann wird es so einen coolen Hausmeister Krause-Kittel geben. Aber zurzeit muss es das tun. Hallo, da sind wir wieder. Es geht weiter mit dem Formbau. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Wir haben die Holzplatte, auf der wir das Ganze machen, mit einem Trennwachs isoliert. Eine Schicht drüber. Dann haben wir die Form draufgelegt. Die Rückseite der Form ist mit Vaseline bestrichen, damit sie besser haftet. Und jetzt ziehen wir uns drumherum einen Wall. Der Wall sollte so eine Fingerbreite weg sein vom Silikonteil. Dafür habe ich uns hier schon einen Ton vorbereitet, den wir einfach nur nehmen müssen und einmal rumlegen. Das zeige ich euch gleich nochmal von innen, wenn es fertig ist. Der ist jetzt ein bisschen zu hoch, das ist aber kein Problem für das Ganze. Wir gießen es nur zu der Höhe, wie wir es brauchen. Dadurch, dass das auch so flach ist, haben wir nachher nicht so viel Druck auf dem System. Ihr müsst euch überlegen, wenn man das jetzt bis nach oben gießen würde, würde man sehr viel Gießharz da reinmachen und der würde den Ton vermutlich wegdrücken. Weil es ja auch ein sehr dünnes Stück Ton ist, was hier drin ist. Das haben 2 cm, 1,5, was in der Größenordnung. Das heißt, für das hier ist es jetzt kein großes Problem. Wir müssen jetzt hier die Übergänge zwischen den verschiedenen Lagen machen. Und einmal im unteren Bereich abziehen, dass da auch wirklich gut abschließt, dass nichts drunter läuft. Ich lege jetzt nochmal drumherum von den Reststücken im unteren Bereich eine Schicht. Da ist egal, ob da Enden dran sind oder nicht, die kommt einfach so rum und wird gut angedrückt. Das verstreichen wir gleich nochmal. Das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Halt und Stabilität. Gut. Ich gucke mal, dass ihr das besser sehen könnt. Jetzt wird hier das Ganze ausgezogen, nach unten und nach oben. Wenn sich der Wall jetzt ein bisschen bewegt, ist das nicht schlimm. Das drücken wir uns gleich nochmal nach. Aber so hat das Ganze ein bisschen mehr Kontakt zur Platte.
und hält mehr aus. Und das kann, selbst wenn irgendwo mal was drunter läuft, hier nicht mehr rauskommen. Und so gehen wir einmal komplett um die ganze Form rum. Gut, der Ball ist fertig. So sieht er von innen aus. Und so von außen. Würden wir jetzt das sehr viel höher bauen oder das wäre sehr viel breiter, würde ich jetzt hier rum noch Gipsbinden rumlegen, einmal eine komplette Manschette, dass es nicht auseinandergedrückt werden kann. Aber für das, was wir machen, reicht es vollkommen aus. So, jetzt machen wir das Gießharz fertig und dann wird das reingegossen und dann muss das ein paar Stunden aushärten. Okay, ich muss jetzt noch was zum Thema Arbeitssicherheit sagen. Wir wollen ein Polyurethan-Gießharz benutzen, um das Ganze zu gießen. Wo habe ich es? Moment, ich finde es gleich. Ich dachte, das wäre in der Tasche. Nee, es ist in der Tasche. Das ist ein Schnellgießharz, ungefüllt. Das heißt, da ist kein Füllstoff drin, der das Ganze verdickt wie Aluminium oder sowas. Die haben eine leichte Schrumpfung, ist aber für das, was wir hier tun, nicht wichtig, weil wenn die Form einen Millimeter kleiner ist oder größer ist, das ist tatsächlich, spielt keine Rolle. Allerdings bei Polyurethanharzen müsst ihr eine Maske tragen. Das ist wichtig. Und die muss auch aufbleiben, solange ihr in einem Raum seid, während das Zeug abbindet. Ich habe das schon oft gesehen, dass Leute das gießen, danach die Maske abnehmen, sich daneben setzen und warten. Das funktioniert nicht. Wenn ihr die Sachen zu Hause macht oder in einem kleinen Raum, wo ihr keine Lüftung habt, wo ihr nicht rausgehen könnt, würde ich immer dazu raten, Gips zu benutzen. Da gibt es ja auch die Acrylgipse, die sind sehr stabil, mit denen kann man gut arbeiten. Schnellgießharz ist natürlich ein bisschen robuster. Bei Gips kann euch leicht mal was rausbrechen oder es bröckelt irgendwas weg, aber dafür ist es nicht giftig. Die Polyurethanharze, die dünsten aus, muss man aufpassen. Ne? Das funktioniert nur, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Auf jeden Fall eine Maske tragen, Handschuhe tragen, kein Hautkontakt, aufgießen. Ich gehe dann hier raus, dann kann das bis morgen früh aushärten und dann ist das voll in Ordnung. Aber ansonsten lieber irgendwas nehmen, was nicht giftig ist. Perfekt, ich rühre alles an und dann geht es gleich weiter. Okay, fertig sind wir. Die Maske sitzt, zieht keine Nebenluft. Ich klinge jetzt wahrscheinlich wie Darth Vader, aber das ist ja wahrscheinlich auch charmant. Das gibt dem ganzen Video so ein bisschen mehr Pfiff. Wir rühren uns jetzt das Schnellgießharz an. Und das muss aufgeschüttelt werden, beide Komponenten. Hat eine Verarbeitungszeit, ich muss schmulen, 4 Minuten und eine Aushärtungszeit von 90 Minuten. Da es ein bisschen kälter wird, wird es länger dauern. Das macht aber nichts, das ist für heute das Letzte, was ich tue. Das heißt, wenn wir hier durch sind, gehe ich raus und dann kann das hier schön aushärten bis morgen früh und dann ist es gut. Wird nach Gewicht abgemessen, 1:1. Und dann schön verrührt und dann ist das fein. Das ist relativ dünnflüssig, deswegen wir müssen uns nachher keine Sorgen für Entlüftung machen. Das entlüftet sich selbst. Ich rühre uns mal 300. Ich rühre uns mal 300 Gramm an. Ich hoffe, dass das ausreicht. Manchmal läuft da ein bisschen was runter, wenn man nicht sauber arbeitet. Deswegen stelle ich das immer in so eine Pappdeckel rein. Das hat sich als ganz gut erwiesen. Da muss das ordentlich gemischt werden. Steht immer so schön auf der Packung drauf, die Seiten und die Böden mit einbeziehen. Wenn man ganz vorbildlich ist, würde man natürlich jetzt noch eine Schutzbrille tragen. So, und dann wird das Ganze hier reingefüllt. Das zeige ich ein bisschen näher. Ich habe natürlich ärgerlich, dass das gesehen wurde. So. Kommt mal rüber. Auch hier wirklich langsam gießen. Das
Zeit hat, sich zu verteilen und dass keine großen Luftblasen reinkommen. Und das reicht mir schon. Wir müssen es nicht höher machen als nötig. Wir können hier noch ein kleines bisschen. Da sehe ich es noch durch. Und das ist es. Jetzt müssen wir warten. So, hervorragend. Wir sehen uns dann morgen wieder. Dann machen wir es auf, gucken es uns an und gießen es einmal. Ich freue mich drauf. Bis später. Guten Morgen. Also für euch nicht, für mich ist der nächste Tag. Unsere Form ist ausgehärtet. Jetzt ziehe ich mir Handschuhe an und dann können wir sie rausnehmen. Und gucken mal, ob wir das ordentlich gemacht haben oder ob irgendwo Luftentschlüsse sind oder sie in 1000 Scherben zerbricht, wenn ich sie rausnehme. So. Ging ganz leicht runter. Uns ist hier ein bisschen was runtergelaufen vom Schnellgießharz. Das ist nicht schlimm. Dann nehmen wir uns jetzt einfach ein Tool aus der aufgeräumten Toolbox, wegen den coolen Regalen mit den coolen Lagerboxen. Jetzt war bloß ein Tool. Ja. Und da gehen wir einfach vorsichtig drunter und können das runterhebeln. Ich kann euch das mal dichter zeigen. Mal schauen, ob man es sieht. Ja. Und man geht hier aber runter und knackt das hoch. Und macht sich so die Sachen weg, die runtergelaufen sind. Und versäubert sich nachher den Rand hier einmal mit einem Cutter oder mit einem Schleifgerät. Aber löst sich hervorragend. So, das ist es. Ihr müsst aufpassen, ihr habt hier an der Form, mal gucken, ob man es sieht, hier ist ein Grat, der ist extrem scharf. Das ist ein weiches Material, ich kann das hier eindrücken mit dem Fingernagel. Wenn es gefüllt wäre, wäre es nochmal steifer und es gibt auch welche, die sind wesentlich härter. Da müsst ihr aufpassen. Da kann man sich sonst verletzen. Da würde man einmal jetzt rüberschleifen. Das können wir auch als erstes machen. Dass man einmal rüber geht mit einem groben Schleifpapier. Das hier ist ein 40er oder ein 60er. Das ist eher ein 60er. So, und dann kann man hier anfassen, ohne dass was passiert. Jetzt können wir weiterarbeiten. Jetzt muss das rausgehebelt werden. Dafür nehmen wir ein anderes Tool. Das ist immer gut, wenn ihr was habt, das so einen Haken hat, einen Heinemann oder ja, sowas. Ein Tool, was so einen kleinen Haken hat, mit dem man runtergehen kann. Dann nehmt ihr euch einfach hier eine Ecke, geht mit dem Tool rein. So, und dann könnt ihr es vorploppen. So, und dann könnt ihr es so abziehen, ganz einfach. Ja. Wenn man das jetzt nicht in die Kamera halten würde, würde es wirklich simpel gehen. Und dann habt ihr eure Form gekopiert. Und jetzt könnt ihr hier einfach Silikon reingießen und könnt euch davon so viele Replikate machen, wie ihr möchtet. Wichtig ist dabei, die Ränder sind der Knackpunkt, weil das hier ist eine alte Form, da sind noch Reste dran gewesen von Baldies, von Silikonen, von allem möglichen. Macht man natürlich im besten Fall vorab, allerdings manchmal kleben die so stark, dass das schwer geht. Das heißt, euer Rand hier drin, hier in dem Edge hier, der ist rau. Das heißt, es ist immer gut, das wirklich schön einzufetten oder insgesamt ein kleines Trennspray drauf zu machen, damit euch das Silikon nicht irgendwo hängen bleibt. Ja, das war eigentlich auch schon das Video. Das wollte ich euch zeigen, wie das geht. Ist ein super schneller Weg, ist total komfortabel und ihr könnt das Ding wirklich storen für die Ewigkeit und könnt es immer wieder ausgießen. Die Dinger gehen halt manchmal verloren. Man gibt es einem Kollegen mit. Irgendwann ist es weg, man sucht sich halb tot. Und bei denen hier weiß man, man hat eine Box mit Master Molds. Im Zweifelsfall einfach neu ausgießen und man kann weiterarbeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ja und ihr bis jetzt noch dran geblieben seid, dann lasst doch ein Like da, abonniert den Kanal, sagt mir, was ihr davon haltet.
Vielleicht habt ihr auch einen besseren Weg, wo ihr sagt, ey, das hier, Schnee von gestern, wir machen das ganz anders. Bin ich voll interessiert, sagt Bescheid. Ich sag bis dann und viel Freude beim Craften.